Unter Heimwerker-Videos liest man öfters Kommentare, die darauf abzielen, dass man als Zuschauer die Projekte nicht nachbauen kann, weil man entweder eine riesengroße Werkstatt braucht oder Maschinen für zigtausend Euro. Und genau für die Leute werden wir heute mal was bauen, wofür man so gut wie überhaupt kein Werkzeug braucht. Dann haben die Leute nämlich auch keine Ausrede mehr, mal was zu machen. Wir legen auch gleich mit Vollgas los, weil wirklich viel brauchen wir für das Projekt nicht. Einfach 2 Eimer mit verschiedenen Größen. Die kriegt ihr in jedem Baumarkt. Brauchen wir hier noch ein bisschen flexible Schaumplatte und ein Stück Styrodur. Dann können wir loslegen. Und dann zeichnen wir uns die Umrisse von unserem größeren Eimer jetzt mal hier auf der Styrodurplatte an. Den Kreis müssen wir jetzt ausschneiden, und da wir ja gesagt haben, dass wir möglichst wenig Werkzeug verwenden wollen, werden wir dazu ein Cuttermesser benutzen. Ja, das soll doch jeder daheim haben. So was kann man eigentlich nicht mal als Werkzeug bezeichnen. Das werden wir jetzt auch nicht als Werkzeug zählen, weil wenn ihr kein Cuttermesser daheim habt, dann verwendet einfach ein scharfes Küchenmesser. Damit funktioniert es genauso. Die Rundung kriegt man hier am genauesten hin, wenn man die groben Teile mit dem Messer wegschneidet und dann die feine Rundung nochmal mit dem Schleifpapier nachbearbeitet. 100%ig genau muss es auch nicht sein. Die Aussparung muss halt dann in dem Eimer passen. Aber ein bisschen Mühe werde ich mir trotzdem geben, weil ihr wisst ja, sonst ist man auch ganz schnell als Pfuscher verschrien. So, also ich denke, das sieht schon ganz gut aus. Ziemlich exakter Kreis. Schauen wir mal, wie genau wir gearbeitet haben. Oh ja, weich wie Butter. Das passt. Maßarbeit. Na also, so kann es gleich weitergehen. Da hätte nichts dagegen. Fertig sind wir mit der Bodenplatte aber noch nicht ganz. Da brauchen wir noch ein paar Aussparungen. Und zwar brauchen wir hier in der Mitte eine Aussparung als Ablauf für das überschüssige Wasser. Dafür verwende ich hier so eine Hülse. Das ist für so Elektro-Leerrohre, dass man die zusammenstecken kann, verbinden kann. Ja, gibt es in jedem Baumarkt. Kann ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Zeigen wir uns jetzt hier ungefähr mittig an. Und dann brauchen wir für den Pflanzkübel noch Flächen, wo er später aufsteht. Das hier auch mal einfach mal anzeichnen. Jetzt brauchen wir dann eins der wenigen Werkzeuge bei dem Projekt, und das ist ein Akkuschrauber. Aber das ist jetzt ja auch nicht wirklich ein exotisches Werkzeug, also das werden wahrscheinlich auch die meisten von euch daheim haben. Gehe ich mal davon aus, weil wenn man gar nichts hat, dann kann man auch nichts machen, das ist klar. Damit arbeiten wir jetzt die Aussparung sauber raus. Ich hoffe, das kommt jetzt hier auch nicht negativ rüber, aber das ist jetzt hier die Challenge in diesem Video, möglichst wenig Werkzeug zu verwenden. Und ja, es gibt ja viele von euch, die auch gerne mal einfache Projekte sehen, die sie dann auch ganz einfach daheim selbst nachbauen können. Und ich denke, das Projekt wird auch für viele von euch interessant sein, weil der Frühling steht ja quasi schon vor der Tür und da braucht man natürlich auch wieder irgendwelche Pflanzgefäße für die Terrasse. Damit war die Bodenplatte auch schon fertig. Mehr ist es nicht. Und dann geht es jetzt noch weiter mit der Verzierung, die ich noch innen drin anbringen will. Dafür nehmen wir jetzt die Schaumplatte. Also eigentlich war mein Plan, die Streifen hier so versetzt rundum anzubringen, dass es nachher eine Aussparung ist, dass es ein Muster ergibt, aber ich weiß auch nicht, ich bin nicht mehr so davon überzeugt. Ich glaube, das lassen wir lieber und bauen einen schlichten, einfachen Betonkübel. Ja, meine Frau hat im Vorfeld schon gesagt, dass ihr das Muster nicht so gefällt. Lassen wir jetzt weg, gut ist. Weiter geht's mit den Löchern hier. Da bohren wir jetzt in der Mitte jeweils ein Loch rein und dann können wir die beiden Eimer miteinander fixieren. Die Fixierung von dem Eimer, das ist bei dem Projekt eigentlich der einzige Knackpunkt. Da sollte man ordentlich arbeiten, weil sonst hat man nämlich später massive Probleme. Weil wenn man dann nachher den Beton reingibt, dann wird einem der Eimer von rechts nach links schwimmen und vor allem aufschwimmen. Weil wenn sich der Beton dann an der Unterseite sammelt und verdichtet wird, dann wird der Eimer nach oben gedrückt. Und dann ist das Projekt ganz schnell zum Scheitern verurteilt. Deswegen hier einmal sauber und ordentlich arbeiten und dann gibt es später auch überhaupt keine Probleme. Durch die Schrauben rundum haben wir jetzt alles schön fixiert. Die innere Schalungsform ist auch fest, wackelt nicht mehr, kann nicht mehr aufschwimmen, nicht mehr verrutschen. Damit ist unsere Schalungsform eigentlich schon fertig. Mehr ist es nicht. Also ihr seht, der Schalungsbau war echt überhaupt kein Problem. Das war easy peasy und ich würde sogar sagen, dass das bisher die einfachste Form ist, die ich je gebaut habe. Naja, muss nicht immer kompliziert sein. Dann machen wir mit dem Beton weiter. Den Mörtel für meinen Pflanzkübel habe ich mir selber angemischt, aus Sand, 2 mm Körnung und einem Zement. Ja, ihr könnt dann natürlich auch eine Fertigmischung Betonestrich aus dem Baumarkt verwenden, das funktioniert auch. Zur Armierung habe ich Langfasern zugegeben, wie immer noch ein bisschen Mikrosilika, dass wir eine richtig schön glatte Oberfläche erhalten.
und natürlich auch ein Fließmittel. Ja, aber das kennt ihr ja alle schon. Was ich diesmal zum ersten Mal verwendet habe, ist ein Dichtungsmittel. Das wird dem Beton zugegeben und sorgt dann später dafür, dass der Beton wasserundurchlässig wird. Und das ist bei so einem Projekt auch sinnvoll, weil in so einem Pflanzenkübel, da ist ja auch immer Feuchtigkeit enthalten und dann kann die Feuchtigkeit von innen nach außen durchschlagen. Mir war schon gar nicht mehr bewusst, was das für eine Plackerei ist, Beton mit der Hand anzumischen. Aber ich habe ja gesagt, bei dem Projekt nur eine Maschine und da werde ich mich auch dran halten. Im Mixer wird es 1000-mal schneller gehen, aber jetzt ziehen wir es hier so durch. So, also so sieht es schon mal ganz gut aus. Insbesondere bei so Betonmischungen mit so einem hohen Fasergehalt ist mit der Hand mischen keine gute Idee. Aber ja, bin soweit durch. Gib mir den Beton mal in die Schalungsform. Das füllen wir jetzt hier am besten mal mit der Hand rein, weil an der Seite haben wir natürlich relativ wenig Platz zum Einfüllen. Aber ist ja auch nicht so viel. So, noch ein bisschen verdichten, dass wir möglichst wenig Luftanschlüsse haben. Und dann geht es morgen weiter mit dem Ausschalen. So weit, so gut. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir den Pflanzkübel auch wieder heil aus der Schalungsform rausbekommen. Oh. Oh, gerissen. Naja, billig Kunststoff. Wollte ich eigentlich mehrfach verwenden, aber naja. Mann, das ist halt auch so beschissen günstiger Plastik. Ja, also das ist schon echt minderwertiger Kunststoff, der fällt schon fast zusammen, wenn man ein bisschen schief anschaut und da wäre es mit einem stabileren Eimer wahrscheinlich einfacher gewesen, den hätte man auch wieder ohne Beschädigung rausbekommen. Ich zeige euch jetzt gerade mal noch einen kleinen Trick, wie ihr den äußeren Eimer wieder ganz einfach lösen könnt und zwar einfach mit heißem Wasser, dann dehnt sich der Kunststoff leicht aus und das Betonteil kommt von ganz alleine raus. Nur noch hier oben die Styrodur entfernen und dann sind wir schon fast fertig. Die Arbeit hier wird es natürlich mit dem Spachtel auch deutlich einfacher gehen, aber ihr wisst ja, ein Werkzeug-Challenge und ich habe es knallhart durchgezogen. Wenn euch solche einfachen Projekte gefallen, schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann können wir schauen, ob wir sowas öfters mal machen. So Leute, ich habe jetzt die Kanten noch ein bisschen nachgeschliffen, dass alles schön abgerundet ist und ich muss sagen, das Ergebnis gefällt mir echt richtig gut. Schöner, glatter Sichtbeton, glatt wie ein Babypopo. Ich denke, mit dem Ergebnis kann man zufrieden sein. Und die Ausrede, ich kann nichts machen, ich habe kein Werkzeug für 5.000 €, lasse ich jetzt nach dem heutigen Tag auch nicht mehr gelten. Ihr habt gesehen, ich habe das mit einem Werkzeug gebaut, mit einem einzigen. Und nicht einmal das hätte man gebraucht, weil die Löcher, die hätte man zur Not auch noch mit der Hand bohren können. In diesem Sinne, bitte, also das muss man zugeben, kriegt jeder hin. Für heute sind wir durch. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen unterhaltsam. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was mitnehmen können und dann sehen wir uns demnächst wieder zu neuen Projekten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.